Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Heute haben wir für euch ein Thema mitgebracht, auf das ich mich schon seit langer Zeit gefreut habe, denn heute geht es um Angelmesser. Das Thema ist nicht ganz einfach, deshalb fange ich mit ein paar Grundlagen an. Denn was ist überhaupt ein Angelmesser? Man kann das nicht auf ein einziges Modell beschränken, sondern es gibt vielfältige Anforderungen und das wird sehr schnell klar, wenn man mal überlegt, dass es auch sehr viele unterschiedliche Angelarten gibt. Wenn man sich vorstellt, ein Fliegenfischer, der mit der Warthose bis zur Brust im Wasser steht, der wird sicherlich ganz andere Anforderungen haben wie ein Bootsangler, der einfach sehr viel Platz auf einem großen Boot hat, oder wieder ein Uferangler, der einfach sehr große Strecken zu absolvieren hat. Aber was macht ein Angelmesser eigentlich aus? Schauen wir uns mal die einzelnen Komponenten an. Nehmen wir die Klinge. Bei der Klinge ist ganz besonders die Form wichtig, denn es gibt verschiedene Eigenschaften, sei es zum Beispiel das Abstechen eines Fisches, also das Töten, das ist der sogenannte Herzstich. Der erfordert einfach eine relativ spitze Klinge. Das heißt, die Klingengeometrie, das heißt die Form als auch der Schliff sind einfach wichtig für ein Angelmesser. Zweites der Stahl. Klar, Stahl ist immer wichtig. Mir geht es hier aber weniger um die Schnitthaltigkeit, also dass ein Messer wirklich extrem lange scharf bleibt, kann auch wichtig sein. Ist aber bei vielen Anglern einfach eine untergeordnete oder hat eine untergeordnete Relevanz, sondern es ist dann eher das Thema Stahl mit Blick auf die Korrosionsbeständigkeit. Beim Angeln sind wir häufig im Kontakt mit Wasser, mit Feuchtigkeit und dementsprechend ist natürlich ein Carbonstahl, also ein nicht rostfreier Stahl oder ein nicht rostträger Stahl, denkbar ungeeignet. Ich habe das Thema Angelmesser oder Anglermesser in 3 verschiedene Gruppen geclustert. Ganz wichtig bei einem Angelmesser ist auch der Griff. Wie bei jeder Anforderung kennen wir, Ergonomie ist wichtig, Handlage, aber hier auch ganz besonders die Materialien, um einfach einen gewissen sicheren Grip, auch im nassen Zustand. Das Messer kann dreckig sein, es kann auch Reste von oder Schleimhaut, mit Kontakt mit Schleimhaut vom Fisch gekommen sein. Dementsprechend eignen sich verschiedene Materialien einfach besser, um einen sicheren Grip zu gewährleisten. Dann gibt es allgemeine Anforderungen. Zum Beispiel gibt es Angelmesser, die schwimmen. Das heißt auch hier wieder, wenn man vom Boot angelt oder im Wasser steht, das Messer fällt rein, dann kann ein schwimmendes Messer dem Verlust vorbeugen. Es gibt aber auch Anforderungen, die zum Beispiel sich auf die gesamte Größe beziehen. Ein Messer in einer Kydex-Scheide ist in der Regel viel kompakter als eine ausladende Lederscheide. Auch das sind ganz wichtige Eigenschaften, die wir berücksichtigen müssen. Ich fange mit der ersten Gruppe an, und zwar feststehende Messer. Feststehende Messer bieten den ganz großen Vorteil, dass sie sich leicht reinigen lassen. Und sie sind natürlich robuster, stabiler. Denn auch wenn wir uns ums Thema Angeln drehen, dann gibt es viele Schneidaufgaben, die einfach ein etwas robusteres Messer erfordern. Zum Beispiel, es gibt vielleicht auf dem Weg zum Angelspot gibt's einen Ast, der vielleicht entfernt werden muss. Vielleicht möchte man nach dem Angeln auch einen Stock schnitzen, um zum Beispiel einen Fisch über dem Feuer zubereiten. Es gibt also dort auch sehr viele Anforderungen, die vielleicht für etwas gröbere Arbeiten ausgelegt sind. Ich zeige euch mal meine Empfehlung. Wir starten ganz günstig, denn viele benutzen ein Messer hier wirklich als reines Gebrauchsmesser. Das hier ist das Magnum Falun bei uns aus dem Programm. Kostet nur 9,95 €, hat einen 420er Stahl und eben, wie ihr es seht, angesprochen, eine wirklich richtig schön ausgeformte spitze Klinge, mit der sich sehr viele Schneidaufgaben rund um das Angeln wirklich hervorragend absolvieren lassen. Dazu einen gummierten Griff, der wirklich gut in der Hand liegt, auch im nassen Zustand, wirklich eine gute Griffigkeit. Eine weitere Empfehlung, in dem Fall jetzt etwas höherpreisig, ist das Böker Plus Piranha. Also ein ganz kleines feststehendes Messer mit grünen G10-Schalen. Ihr seht eine leichte Harpunklinge, Klingenstahl ist 440C. Liegt gut in der Hand, ist aber eher wirklich ein klassisches Dreifingermesser. Das heißt, hier haben wir den großen Vorteil, geringe Transportmaß in der Kydex-Scheide, ist aber robust ausgeformt, um dann tatsächlich auch mal für robustere Arbeiten rangenommen werden zu können. Mein absoluter Favorit ist das Böker Bronco. Wer hätte es gedacht, haben wir euch ja auch das ein oder andere Mal schon vorgestellt. Das Bronco hat auch einen gummierten Griff, kommt mit einem CPM 3V daher. Auch die Klingenform wirklich perfekt. Ich mag das Messer auch aufgrund der Größe wirklich sehr, denn es hat auch die Stabilität und trotzdem auch die Schnittigkeit, um zum Beispiel auch mal beim Öffnen eines Fisches, wenn man bedenkt, der Bereich zwischen den Bauchflossen, der ist in der Regel sehr knorpelig und diesen Bereich meistert das Bronco wirklich mit Bravour. Dazu kommt es ja sogar noch mit einem Feuerstarter, also das heißt, das ist wirklich ein extrem universelles und robustes Outdoor-Messer, was sich auch als Anglermesser hervorragend eignet. Kommen wir nun zur zweiten Gruppe der Messer, die ich herausgesucht habe. Hierbei geht es um Taschenmesser, die sich als Angelmesser eignen.
Wofür ein Taschenmesser? Grundsätzlich gibt es nicht nur die groben Arbeiten. Es gibt nicht nur die Arbeiten, wo man mal einen Stock wegschneiden muss oder vielleicht doch batonen oder durch wirklich irgendwie, wie gesagt, die Knorpelschicht sich arbeiten muss, sondern es gibt sehr viele feine Schneidarbeiten einfach im Laufe eines Angeltags. Sei es Schnurkappen, gerade geflochtene Schnur ist ein bisschen widerstandsfähiger. Es kann sein, das ist auch eine Anforderung, die ich kenne, ein Fisch hat sich im Kescher eingedreht und letztendlich auch in den Haken, in den Drillingen verfangen, sodass man den Fisch mit einer Hand hält und mit der anderen Hand das Netz dann aufschneiden muss, um den Fisch letztendlich aus dem Netz befreien zu können. Und das sind Aufgaben, die sich hervorragend mit einem Taschenmesser absolvieren lassen. Wir fangen an mit unserem Klassiker, dem Böker Atlas Black. Anders als vielleicht viele gedacht haben, habe ich mich hier für die Slip-Joint-Variante entschieden. Das aber aus gutem Grund, denn die Slip-Joints der Atlas-Serie sind mit dem beliebten Sandvik-Stahl aus dem 12C27 ausgestattet, der wirklich eine super Schneidperformance hat und auch die entsprechende Korrosionsbeständigkeit. Und was ich besonders mag, diesen wirklich wunderschönen Hohlschliff, denn der Hohlschliff, der macht es extrem schnittig und damit wirklich für mich als einen perfekten, einfachen Begleiter für die nicht so harten Schneidaufgaben. Das Solinger Pendant dazu kennt der ein oder andere sicherlich auch schon. Das ist das Keyhorn Bifold, Lucas Burnley Design mit einer Magna Cut Klinge. Auch das schaut die Klingenform wirklich perfekt geeignet für sehr viele Schneidaufgaben am Wasser. Hier habe ich bewusst die Einhandvariante genommen. Beim Angeln, ihr wisst, das ist Paragraph 42a konform. Also wenn wir es beim Angeln dabei haben, das ist ein anerkannter Zweck. Beim Transport ans Wasser und auf dem Weg nach Hause am besten trotzdem im verschlossenen Behältnis aufbewahren, damit es keinen Ärger gibt. Ja, ein Messer, welches aufgrund der Klingenform sich vielleicht ein bisschen unterscheidet von den gerade dargestellten, ist das Seenotretter, also das Böker Plus Seenotretter 01. Das ist ein Messer, welches wir in Kooperation mit den Seenotrettern erstellt haben. Und das ist ein Messer, was gerade für alle Bootsbesitzer höchst interessant ist, denn es hat noch ein paar zusätzliche Eigenschaften, wenn wir es mit den vorangegangenen vergleichen. Wir haben nämlich nicht nur die Hauptklinge, die hier hinten sogar mit einem Teil Wellenschliff versehen ist, sondern wir haben auch noch eine zweite Klinge, ebenfalls aus dem 4116. Also aus einem sehr rostträgen Stahl, sondern wir haben hier nochmal einen Mahlspieker mit einem Schäkelöffner. Das heißt, immer wenn es einen Schäkel zu öffnen gibt, ist natürlich das Messer wirklich perfekt, auch wenn die mal ein bisschen klemmen, ein bisschen schwerer sich öffnen lassen. Und zum Öffnen von Knotentauen auch hier vorne der Mahlspieker. Deswegen ein Messer für alle Bootsbesitzer, sicherlich höchst interessant, wie gesagt, plus sehr gute Korrosionseigenschaften. Ja, mein Favorit in der Kategorie ist das Kwaiken Air mit G10-Beschalung. Ist ein Taschenmesser, was wirklich hier aufgrund der sehr spitz ausgeformten Klinge auch wirklich für das Abstechen eines Fisches perfekt geeignet ist. Es ist scharf, dünn ausgeschliffen, kommt daher mit einer Klinge aus VG10. Auch die Griffschalen aus G10 haben auch im nassen Zustand eine super Griffigkeit. Und deshalb im Bereich der Angel-Taschenmesser ist das hier meine Empfehlung an euch. Kommen wir nun zur dritten Kategorie der Anglermesser. Und zwar ist das die Kategorie, die vielleicht viele am Anfang erwartet haben, nämlich die klassischen Filetiermesser. Man muss ehrlicherweise sagen, unser Programm ist nicht so groß im Bereich der klassischen Filetierer. Hier ist das Modell von Kershaw, das Calcutta in der 9-Inch-Variante. Klassischer Filetierer zeichnet sich aus durch einen vernünftigen Handguard. Also das heißt, das Abrutschen auf die Klinge wird verhindert. Das Messer hat mit einem gummierten Griff wirklich eine richtig gute Handlage. Und wir haben hier eine richtig schön spitze Klinge, die für einen Filetierer üblich und wichtig auch noch flexibel ist. Das heißt, das ist meine Empfehlung, wenn es darum geht, einen Fisch zu filetieren. Aber anders als die vorangestellten Messer ist das ein Part, der weniger draußen stattfindet, sondern primär in der Küche. Das heißt, wir haben hier wirklich eine komplett andere Gattung an Messern, diese allgemeinen Schneidaufgaben, die rund ums Wasser passieren. Das heißt Schnurkappen, vielleicht einen Fisch aus dem Kescher schneiden, vielleicht auch ein Brötchen mal schmieren und belegen. Das sind alles Aufgaben, die mit einem klassischen Filetiermesser eigentlich nicht empfehlend sind auszuführen. Und auch wenn wir jetzt mal an den Herzstich denken bei einem Fisch. Man hält, nehmen wir jetzt mal einen Fisch in der Größe wie jetzt einen guten Barsch oder eine Portionsforelle, man hält ihn in der Hand und möchte den Herzstich durchführen. Und ihr könnt jetzt schon erkennen, dass das einfach extrem gefährlich ist. Warum? Weil die Klinge viel zu lang ist.
Sie hat sehr wenig Widerstand, ist sehr spitz, geht durch und die Gefahr, sich selber zu verletzen, also beim Herzstich mit einem Filetiermesser, die ist einfach gegeben, die ist einfach groß. Deswegen greift da eher zu den feststehenden Messern, die ich eben gezeigt habe. Die können diese Aufgabe ebenfalls sehr zuverlässig, aber wesentlich sicherer durchführen. Ich möchte in dieser Kategorie aber auch noch 2 Produkte zeigen aus unserem Programm, die wirklich höchst interessant sind und die schaffen, so diesen Brückenschlag hinzubekommen zwischen dem Filetierer, also dem Messer, welches wirklich nachher für die Fischzubereitung und Fischverarbeitung erforderlich ist, und zu den Messern aus den eben genannten Kategorien. Denn da haben wir 2, finde ich, höchst interessante Produkte noch im Programm, und zwar von der Marke Outdoor Edge, die wir ja ebenfalls vertreiben. Das hier ist das Produkt Razor Max. Ja, das ist feststehendes Messer, auch mit einem gummierten Griff, leichter Guard. Kommt in einer Nylonscheide, die aber hier mit einem vernünftigen Kunststoff-Inlay ausgestattet ist. Also das heißt, das ist wirklich eine gute und sichere Aufbewahrung, die auch nochmal hier oben mit einem Nylon-Gurt gesichert ist. Aber was ist das Besondere? Im Lieferumfang des Razor Max sind bereits Ersatzklingen enthalten, denn das ist ein Klingenwechselsystem. Wir haben auf der Vorderseite einen kleinen Knopf. Wenn wir den drücken, dann wird die Klinge quasi freigegeben und ihr seht, man kann die ganz einfach entfernen. Genauso leicht und einfach hat man sie auch wieder eingesetzt. Ihr seht, das war's schon. Und im Lieferumfang sind 3 von den großen und 3 kleinere Klingen enthalten, die dann auch mal in einem separaten Etui untergebracht sind. Und das ist gerade für viele Anforderungen, hier seht ihr mal die kleinere Klinge, für viele Anforderungen, also da draußen, also immer eine scharfe Klinge dabei zu haben, macht das Messer dann doch sehr, sehr universell und ist sicherlich für den einen oder anderen Angler, der wirklich an einem Gebrauchsmesser interessiert ist und vielleicht auf die Pflege des Messers weniger Wert legt, genau die richtige Wahl. Ich zeige das hier nochmal. Ich lege mal eben die kürzere Klinge ein. Die ist hier mit einem Kunststoffschutz noch versehen. Das war es auch schon. Und schon habt ihr ein feststehendes Messer, welches deutlich kleiner ist und wirklich eine gute Handlage hat. Hier oben nochmal eine Serration. Also das ist der Outdoor Edge Razor Max. Kommen wir nun zum letzten Messer der heutigen Vorstellung, und zwar ebenfalls von der Marke Outdoor Edge. Und das ist das Modell Fish and Bone. Und deswegen ganz interessant. Zum einen, ihr seht, Zweihandmesser, für ein Taschenmesser wahnsinnig groß ausgeführt, aber mit einer kleinen Filetierklinge. Also das heißt, das ist so der Brückenschlag zwischen einem Filetiermesser und einem Messer, was man tatsächlich mitnehmen kann. Gerade für alle, die so dieses Catch and Cook betreiben, das heißt einen Fisch fangen und vielleicht vor Ort direkt zubereiten, um vielleicht auch auf einen kleinen Scotty-Grill zu hauen. Ein wirklich extrem interessantes Produkt und meiner Meinung nach wesentlich besser geeignet, als wirklich ein sehr großes Filetiermesser mit ans Wasser zu nehmen. Okay, das war es schon wieder von uns heute mit der Vorstellung der beliebten Anglermesser bei uns aus dem Programm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Messer euer Favorit ist, wenn ihr draußen am Wasser seid. Und vielleicht habt ihr auch mal Interesse daran zu sehen, wie wir das Ganze in der Praxis einsetzen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir dann doch auch mal die Angel auswerfen sollen, um mal einen Fisch vielleicht auch vor Ort zubereiten und auf so einem Scotty-Grill mal einen leckeren Zanderburger zum Beispiel mal hier zuzubereiten. Ansonsten denkt dran, wie immer, gern das Video liken und lasst uns ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.